Der Typ heißt Mossy Blade und ist Elementor. Was stimmt denn mit dem nicht? Du gehst dich jetzt in den Schlaf weinen. Das dachte ich mir, Bolt. Na, da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Wieso hat ein Ringmaster fast ein ganzes Level mehr bekommen, wenn der mit den anderen 6 nur auf dem Board war? Weil er dich gerest hat und wenn er rest, kriegt er aktive Leech XP für Ewigkeiten. Ist ein Bug. Das ist ein Käfer. Englisch kann ich. Was F4 ist, Freizeitrentner? Tower. Tower Dailies, kennst du die? Tower F4 ist das. Kennst du nicht? Kennst du safe. Ich mache die jeden Tag. Da gehst du rein und dann kannst du rausgucken. Und kriegst noch ein bisschen XP und Penya dafür. So dumm, dass man auf Channel 4 nicht gehen kann. Tja. Ein weiterer Grund, Channel 4 abzuschaffen, beziehungsweise PK. Ganz ehrlich, es sollte so sein wie in New World. Schon ewig nicht mehr gespielt. Eigentlich ein geiles Game. Da kann man ja in der Stadt einstellen, will man PK oder will man kein PK. Und wenn du kein PK einstellst, kannst du niemanden angreifen und niemand kann dich angreifen. Aber wenn du es eingestellt hast, kannst du jeden angreifen, der es auch eingestellt hat. Und jeder kann dich angreifen, der es eingestellt hat. Also einfach, du hast selbst die Wahl, willst du andere Leute töten und getötet werden? Oder nicht. Also ich verstehe halt einfach nicht, warum man einen kompletten Channel verliert, nur wegen der Scheiße, die kaum jemand haben will. Es ist so sinnlos. Und vor allem, also was mich halt am meisten aufregt, ist, dass es halt auch einfach keinen, also es hat halt auch einfach keinen Nutzen. Also es gibt nichts, wofür PK irgendwie gut ist oder so. Alle Belohnungen für PK-Chips und so, das ist alles übelst der Trash, zeitlich begrenzt und ein paar Cosmetics, die kein Schwein benutzt. Kebaras, das nur zum Catcher-Farmen benutzt wird. Also wenn es wenigstens irgendwie eine Daseinsberechtigung hätte über die Belohnungen, wo man sagen könnte, boah, guck mal, du kannst dir das und das erspielen und das ist voll geil und so. Aber das nicht mal das ist ja nicht mal so. Also es gibt einfach keinen Grund dafür. Also es ist einfach sinnlos. Also das Traurige ist, dass sie das PK-System schon einmal komplett gereworked haben. Am Anfang war es ja das Oldschool-PK-System, wo Kebaras das Gefängnis war und bla bla bla. Das haben sie ja schon wieder gereworked. Ich meine, wie oft wurde das PK-System in Flash schon gereworked? Das war bestimmt schon das 10. Mal oder so. Und es ist einfach immer noch scheiße. Also sie kriegen es einfach nicht hin, dass es gut ist. Und dann denke ich mir halt, ja, dann lasst es halt. Die meisten wollen es nicht. Ihr kriegt es einfach nicht gebacken, dass es irgendjemand cool findet. Also lasst es einfach. Entfernt es einfach und kein Schwein wird's jucken. Wie gesagt, wenn es halt wenigstens geile Belohnungen gäbe, dann könnte man ja drüber reden. Aber so wie es aktuell ist, verstehe ich es einfach nicht, was der Grund dafür ist, dass wir einen kompletten Channel verlieren. Dafür. Event-Post steht da, dass alle Event-Items entfernt werden. Und es wird zwar nicht ganz klar gesagt, was genau jetzt alles damit gemeint ist, aber man kann sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass alle Event-Items gemeint sind. Und außerdem steht da jetzt sogar explizit dabei, segengebunden und dann nochmal in Klammern Event, Crab Meat. Und da steht ja, alle Event-Items werden entfernt und da steht halt explizit Event dabei. Also es wird ziemlich sicher entfernt, ja. Und tatsächlich ist es so, dass immer von solchen Events mit neuen Power-Ups, die werden immer gelöscht. Also ich glaube, bisher jedes einzelne Event, wo es wirklich komplett neue Power-Ups gab, wurden die irgendwann gelöscht.
Ich glaube, die wollen nicht, dass so viele Power-Ups im Spiel existieren, um zum Beispiel Guild War und PvP fair zu halten. Ich glaube, deswegen wollen die nicht, dass irgendwie jemand quasi bei irgendeinem Event Power-Ups horten kann, jahrelang oder so. Und dann geht er irgendwann in den Guild War in 2, 3 Jahren mit Power-Ups, die kein Mensch mehr besitzt. Und dann zerstört er alles und jeden, weil er viel zu stark ist oder so. Ich glaube, damit wollen die das verhindern. Grundsätzlich finde ich eigentlich auch, dass das ganz cool ist. Aber was halt wichtig ist, anders als beim letzten Event zum Beispiel, weil da ging es eigentlich nicht um Power-Ups. Aber wichtig ist halt, dass man die Event-Items nicht direkt zum Eventende löscht, sondern den Leuten halt schon noch 1, 2 Wochen Zeit gibt, um die Items zu verbrauchen. Das wäre halt schön. Und da ist halt das Problem vor allem, dass man das halt oft einfach nicht weiß. Weil auch bei dem Event steht jetzt einfach nur da, das Event endet und nach dem Eventende werden alle Items gelöscht. Aber da steht halt nicht spezifisch, wann genau wieder. Also es ist eigentlich das gleiche wie beim letzten Event so ungefähr. Naja, da steht Eventende, also muss man davon ausgehen, mit dem letzten Tag vom Event. Aber eigentlich ist es ja schon scheiße, weil du kannst ja am letzten Tag noch Event-Dungeon machen und so. Und wenn du halt am letzten Tag keine 5 Stunden leveln willst, du hast aber Items für 5 Stunden, dann wird das alles gelöscht. Das ist ja auch scheiße und so. Also keine Ahnung. Aber das Event geht jetzt ja noch eine Weile. Grundsätzlich solltest du aber davon ausgehen, dass es gelöscht wird, also benutze sie lieber. So viel wie es geht. Mist. Come on, let's go. Heute nur ganz wenige Waffen. Lasst mich nicht im Stich. Oh nein, tut mir das nicht an. Ey, nein, hört doch auf. Oh mein Gott, nicht dein Ernst, Alter. Warum wird man hier eigentlich Tag für Tag ausgeraubt und keiner tut was dagegen? 2. Lächerlich. Gibt es eine feste Zeit, wann die wieder spawnen? Nope. Giants können instant respawnen oder halt auch erst nach einer halben Stunde. Das sollte komplett random sein. Kann niemand vorhersehen. Also literally instant, also du tötest ihn und der steht einfach direkt wieder vor dir. Oder halt woanders. Kann sein. AKA quasi 1 Sekunde. Aber es kann halt auch mal knapp eine Stunde dauern. Also durchschnittlich würde ich sagen 20 bis 40 Minuten. Dem Zeitfenster ist wohl am häufigsten. Also dass er instant respawnt ist eigentlich extrem selten. Das habe ich selbst auch erst ein paar Mal erlebt. Meistens sind schon ein paar Minuten auf jeden Fall. Ein muskulöser Mann sagte mal, Hammelfleisch und Magerquark machen zarte Arme stark. Wer war das? Markus Rühl oder was?